Hallo ihr Lieben, ich werde heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was es denn so bedeutet, Selbstversorger zu sein, beziehungsweise ein einfaches Leben zu führen, also Selbstversorger zu sein, selbstständig zu sein und den Verdienst dabei. Wer sich wundert, warum ich heute ein bisschen blass bin, das hat 3 Gründe. Erstens, ich habe mir irgendwas aufgegabelt, ich habe Halsschmerzen. Obwohl ich nur 2 Personen getroffen habe die letzte Woche und wir den üblichen nordischen Abstand hatten, hier rückt man sich halt nicht so auf die Pelle, das war auch schon vor Corona so, habe ich mir irgendwas aufgegrabbelt, die waren zwar gesund, aber na gut, so ist das manchmal. Der zweite Grund ist, ich filme drinnen heute, was ich ja normalerweise selten mache. Drin ist die Bildqualität sowieso immer ein bisschen schlechter. Und der dritte Grund, ich filme mit meiner Handykamera. Und die hat natürlich nicht so eine wunderschöne Farbpalette und auch nicht so ein schönes, klares Bild und Ton wie meine teure Panasonic-Kamera. Der Grund ist, Odin hat meine Kamera umgeworfen und nun ist das 400 € teure Objektivschrott. So ist das nun mal. Ärgern hilft nichts. Wer darüber etwas hören möchte, warum sich Ärgern nichts bringt, der kann mein letztes Video auf meinem neuen Kanal Weg ins Glück gucken. Ja, ich musste meine Kompromisslösung hier finden und werde erstmal mit meinem Handy filmen. Es kann mehrere Wochen, viele Wochen dauern, bis ich mein Objektiv bekomme. Und dann kann ich erst checken, ob meine Kamera das überlebt hat. Mal schauen. Heute gibt es, wie gesagt, dieses Video hier, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und für das nächste Mal habe ich mir vorgenommen, ein Jahresrückblick-Video zu drehen. Da kann ich dann natürlich voll aus dem Archiv schöpfen und muss dann nur meine Vlogs hier mit der Handykamera drehen. Ja, Selbstversorger sein. Ich bin ja schon ein paar Jahre Selbstversorger. Ich sage ich und nicht wir. Mein Mann arbeitet als Bergungsfahrer und verdient den Hauptlohn für unser Leben und ich mache den Selbstversorger-Part. Und ja, Selbstversorger sein, auch dann, wenn man krank ist, muss man raus. Man muss die Tiere versorgen, die Pferde wollen auch dann mitten im Regen und Sturm, auch heute, es regnet und stürmt da draußen, ihr Futter haben. Odin möchte trotzdem raus und möchte spielen und heizt man mit Holz, muss man das Holz trotzdem holen und die Öfen füttern. Im Sommer muss man den Garten trotzdem, egal wie krank man ist, pflegen und wenn es zu heiß ist, wässern. Im Herbst muss man trotzdem die Ernte reinbringen, sonst verliert man die Ernte. Ja, also Selbstversorger sein, man kann das romantisch verklärt betrachten und oftmals ist es wirklich, also meistens ist es eine ganz tolle Sache, aber wenn man krank ist oder irgendetwas passiert oder man keine Zeit hat aus sonstigen Gründen, das ist nicht ganz einfach. Also man kann dann nicht einfach sagen, nö, das mache ich jetzt nicht, weil dann habe ich nachher nichts zu essen. Und wenn man dann alleine ist, so wie ich jetzt im Moment, da Andreas ja hauptsächlich in Schweden ist zum Arbeiten oder auch Claudia Weber von Endlich Selbstversorger, dann sieht das ganz schön schlecht aus, wenn man dann tatsächlich mal richtig krank ist. Also jetzt im Moment bin ich ein bisschen angeschlagen und kann natürlich das trotzdem alles erledigen. Aber wenn man dann mal richtig krank ist oder so wie Claudia sich gerade das Bein gebrochen hat, dann sieht das Ganze schon ein bisschen schwieriger aus mit der Selbstversorgung und mit dem einfachen Leben, das ja auch beinhaltet, dass man nicht so viele Annehmlichkeiten hat, wie ja, wenn man in einer Wohnung lebt oder in einem modernen Haus. Und wenn man dann so ein einfaches Leben führt mit einem alten Haus auf einem alten Hof, dann kommen auch viele Probleme dazu, dass wir hatten einen Wasserschaden, wir können den Schornstein so nicht benutzen, da müssen nun Rohre rein. Der Brunnen war verseucht, ich brauchte eine neue Brunnenbohrung und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. So ein einfaches Leben zu führen ist nicht einfach.
Neben meiner Selbstversorgung, die uns sehr, sehr viel Geld einspart, bin ich Autorin, Künstlerin und mache noch diese YouTube-Videos hier. Bin also selbstständig und ja, man hat sehr, sehr viel Freiraum. Man kann sich seine Zeit selber einteilen, aber selbstständig bedeutet, wie das Wort schon sagt, selbst und ständig. Denn wenn ich nicht selbst alles mache, auch dann, wenn ich krank bin und nicht ständig liefere, auch dann, wenn ich krank bin, dann kommt auch kein Geld rein. Das ist bei Selbstständigen so, das kann jeder, der eine eigene Firma hat, vermutlich bestätigen, wenn man dann alleine ist und keine Mitarbeiter hat. Und meine Kamera, die nun ja nicht funktioniert durch das kaputte Objektiv, ist einer meiner Hauptgegenstände, die ich benötige, um diese Selbstständigkeit bezüglich auf die YouTube-Videos auch zu verwirklichen. Und ich habe nur eine Kamera und auch nur ein Objektiv, denn das ist sehr, sehr teuer und wir haben das Geld nicht übrig, das eine Zweitkamera liegen zu haben und mehrere Objektive. So dementsprechend fällt es dann aus. Und dann, ja, dann muss man den Kompromiss finden und hoffen, dass die Videos trotzdem geguckt werden, was natürlich dann schwierig ist, wenn man solche Autark-Woman-Videos, die ich hier habe, sehr, sehr viel von den Landschaftsaufnahmen leben. Aber ich kann es nicht ändern, liebe Leute. Irgendwann bekomme ich mein neues Objektiv und dann geht es auch weiter mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen. Bis dahin filme ich mit der Kamera, ich filme natürlich trotzdem ein bisschen die Landschaft und ich filme natürlich weiterhin alles, wie ich das sonst auch mache und hoffe, ja, mein Hals, also nicht ganz so, wie es soll, wie gesagt, und ich entschuldige, wenn ich zwischendurch ein bisschen räuspere und huste, ich bin nicht so ganz fit. Ja, mal sehen, wie das dann weitergeht und wann ich mein Objektiv bekomme und dann die Daumen drücken, dass dann die Kamera trotzdem tatsächlich überlebt hat. Was dann diese YouTube-Videos hier angeht, ist es selbstverständlich so, dass ich sie mache, um Geld zu verdienen. Ich arbeite nicht umsonst, wie auch kein anderer von euch. Es gibt immer mal wieder ein paar Zuschauer, ganz wenige, also die meisten sind ganz super und ich freue mich immer wirklich über die Kommentare und die meisten wissen, dass da Arbeit hintersteckt, aber es gibt immer mal wieder jemanden, der dann meutert und sagt, ja, man will ja nur Geld verdienen mit der YouTube-Werbung und dann mache ich auch noch Werbung für mich selbst in den Videos. Ja, natürlich. Ich möchte Geld verdienen. Ich möchte mit meinen Videos meine Bücher promoten und mich promoten und logischerweise mache ich das nicht alles nur aus Jux und Tollerei. Ja, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, sonst würde ich das nicht machen. Aber es steckt natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit dahinter und die mache ich nicht umsonst. Solch ein Video zu drehen und nachher das Schneiden, alleine das Schneiden kann viele, viele Stunden beinhalten und manchmal sogar Tage, je nachdem, was für eine Art Video man gerade dreht. Und wenn man dann guckt, was da an Verdienst bei rüberkommt, ist das lächerlich. Also durch diese Werbung von YouTube, die man dann schaltet, ich schalte ja nur am Anfang und am Ende meiner Videos Werbung, in den Videos nicht, weil ich das persönlich selber wirklich überhaupt nicht mag, wenn ich Videos gucke und da Werbung drin ist. Ja, dann kann ich auch mal sagen, 10.000 Klicks, das letzte Video ungefähr, ein bisschen mehr, haben etwa 30 € gebracht für viele Stunden Arbeit. So, wer da dann sagt, die macht das nur, um Geld zu verdienen, ja, klar, es ist ein Zubrot. Viele werden sich dann natürlich fragen, ja, warum macht sie das denn überhaupt? Warum mache ich das? Es ist so, einige, so wie ich, haben gar keine andere Möglichkeit, in irgendeiner Form Geld zu verdienen, als von zu Hause aus. Also ich bin ja krank, also jetzt abgesehen von meinem im Moment Halsschmerzen. Was ich genau habe, das führt hier zu weit. Es führt jedenfalls dazu, dass ich nicht fähig bin, einer normalen Arbeit nachzugehen, wo ich den Hof bei verlassen muss. Und das bedeutet, ich kann entweder mich aufs Sofa setzen und Trübsal blasen oder ich mache das, was ich kann von zu Hause aus. Und das ist für mich die Selbstversorgung, in der ich für mich und meinen Mann Andreas sehr, sehr viel Geld spare, wobei ich dann die Kartoffeln, das Gemüse, Fisch und Fleisch im Prinzip komplett für uns selber anbaue, die Kartoffeln und das Gemüse und die Fische fange.
Das spart extrem viel Geld und zweitens versuche ich dann mit den Mitteln, die ich habe, die ich kann, trotz meiner Einschränkungen, dann Geld zu verdienen. Und dann ist es halt so, dass man dann auch Videos macht und dann halt einfach nur mal 30 € bekommt für ein Video. So ist das nun mal. Und ich mache das ja jetzt nicht nur wegen der YouTube-Werbung, was dabei reinkommt, das ist ein Zubrot. Und das geht ganz vielen anderen YouTubern auch so. Die verdienen ja auch nicht so viel mehr. Klar, ein bisschen mehr schon, wenn die Werbung auch in den Videos schalten, bringt das schon einiges mehr. Aber wir machen das halt auch deswegen, um das andere, was wir noch machen, vorzustellen. In meinem Fall ist das, ich bin Autorin und Künstlerin, ich zeichne und male und schreibe. Und gebe dementsprechend dann Bücher, Kalender, Notizbücher heraus und mache auch Schmuck. Und dafür mache ich dann zwischendurch auch Werbung in meinen Videos und hoffe, dass da einer und andere daran Gefallen findet. Das ist unsere Möglichkeit von uns YouTubern, unsere Bücher beziehungsweise das, was wir anbieten, zu bewerben. Und wo ich gerade dabei bin, hier meine Sachen vorzustellen, möchte ich euch auch mein neuestes Projekt nicht vorenthalten. Ich habe einen Tagesplaner erstellt, einen für Erwachsenen und passend dazu einen für Schulkinder, einen Tagesplaner Hundewelpen. Selbstverständlich alles da drin selber gezeichnet, alles selber designt, alles von mir. Genauso wie mit allen meinen Büchern und allen meinen Sachen, die ich anbiete. Es ist alles von mir selber hergestellt, alles von mir gezeichnet, gemalt, designt, geschrieben, alles komplett von mir. Was YouTube selber angeht, ist es die beste Plattform, die es gibt, aber also erstmal sei vorausgesagt, ich mache diese Videos trotzdem gerne bei YouTube, aber es ist so, dass die Verdienstmöglichkeiten bei YouTube, obwohl es die beste Plattform ist, extrem undurchsichtig ist und kaum zu beeinflussen. Also erstmal braucht man, wenn man einen neuen Kanal eröffnet, schaltet YouTube sofort Werbung. Man bekommt selber nichts davon ab. Man muss mindestens 1000 Abonnenten haben und zusätzlich noch 4000 geguckte Stunden vorweisen, bevor man von der Werbung, die YouTube automatisch schaltet, wo du nichts dagegen tun kannst, etwas abbekommt. Das heißt also, mein neuer Kanal Weg ins Glück ist noch nicht bei den 4000 geguckten Stunden. Das heißt, das mache ich jetzt im Moment komplett umsonst. In der Hoffnung, dass ich dann irgendwann da bin bei den 4000 geguckten Stunden. Und wie viel man dann verdient pro 1000 Klicks bei YouTube, ist kaum beeinflussbar. Es gibt 2 Variablen, die YouTube angibt und dann behauptet, dass man die eine Variable höher pushen kann. Also die berechnen dann halt den Verdienst mit diesen Variablen, die behaupten dann, dass man die eine Variable höher pushen kann, je mehr verschiedene Werbungen man schaltet, was ich nicht bestätigen kann. Ich hatte vorher nur überspringbare Werbung und hatte einen ziemlich gleichmäßigen Verdienst, habe dann umgeschaltet und habe zusätzlich, weil ich das wissen wollte, wie das sich beeinflusst, zusätzlich nicht überspringbare Werbung eingeschaltet und hatte dann beim ersten Video tatsächlich fast das Doppelte an Verdienst und danach ist es komplett eingebrochen und im Moment, das letzte Video hatte sogar weniger als vorher, das heißt also, da fragt man sich dann, warum sollte ich dann meinen Zuschauern die nicht überspringbare Werbung antun, wenn ich dafür trotzdem nicht mehr abbekomme. Und das nicht aufgeschlüsselt wird, aus welchem Grund dieser Wert plötzlich wieder gesunken ist. Weil man hat einen Wert, der ist dann von 0 bis und meiner war schon recht hoch bei beiden Variablen, mit denen gerechnet wird. Und plötzlich aus heiterem Himmel, für niemanden nachzuvollziehen, sind beide Werte gesunken. So nach dem Motto, hauptsächlich, sie kriegt jetzt nicht mehr was ab. Es ist extrem undurchsichtig, man kann es nicht berechnen und beeinflussen, was ich persönlich sehr schade finde. Aber es ist trotzdem immer noch die beste Plattform. Es gibt andere Plattformen, aber es gibt keine andere, wo man überhaupt irgendetwas in der Art und Weise machen kann, wo man dann auch was verdient. Das heißt also, ich kann entweder sagen, ich mache da nicht mit oder ich mache das, um meine Bücher zu promoten.
Und für mich ist das so, ich kann das dann nicht ändern. Ich nehme das dann als kleines Zubrot, was YouTube mir hier macht, und bewerbe gleichzeitig meine Homepage. Ich verkaufe meine Bücher über Amazon, und auch da gibt es so viele Leute, die wettern, das böse Amazon. Da kann ich nur zu sagen, ich habe schon mit ganz vielen Plattformen zusammengearbeitet, und Amazon ist bei weitem, also wirklich bei weitem, es gibt da lange nichts danach, die beste Plattform, um mit der zusammenzuarbeiten. Man hat den besten Verdienst, den besten Support, die besten Werbemöglichkeiten, die besten Hilfemöglichkeiten. Amazon versucht, jedes Problem zu lösen, solange man selber freundlich ist, was wirklich wichtig ist. Solange man selber freundlich ist, da stecken Menschen dahinter im Support. Solange man selber freundlich ist, versuchen die alles und antworten innerhalb von 24 Stunden. Und bisher haben sie alle meine Probleme gelöst. Der Verdienst ist komplett durchsichtig. Man kann komplett selber bestimmen. Man kann das auch selber ausrechnen. Man weiß genau, was man bekommt. Sie bezahlen regelmäßig, immer rechtzeitig. Ich hatte noch nie Probleme mit Amazon. Mit allen anderen Plattformen schon. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, aber die behandeln ihre Mitarbeiter schlecht. Sollte das tatsächlich so sein, denn ich habe von einigen Mitarbeitern wirklich persönlich gehört, dass sie das ja ganz toll finden. Sollte das tatsächlich so sein, hat jeder die Möglichkeit, sich einen anderen Job zu suchen. Niemand ist gezwungen, dort zu arbeiten. Genauso wenig wie ich gezwungen bin, meine Videos bei YouTube hochzuladen und mich damit abzufinden, dass es nun mal so ist, dass es alles komplett undurchsichtig ist und YouTube im Prinzip alles einstreicht. Das kann ich selber entscheiden. So, ja, das ist meine Meinung dazu. Da kann man sich auch ganz lang und breit diskutieren. In solche Diskussionen werde ich mich auch nicht einlassen, falls da irgendjemand jetzt da unten in meinen Kommentaren anfangen möchte, darüber zu diskutieren, kann er das alleine machen. Ich kann nur sagen, Amazon ist bei weitem mit Abstand für uns Kreative die beste Plattform, die es gibt. Mein Gesamtverdienst im Moment liegt ungefähr bei 400 bis 500 Euro im Monat. Das ist nicht sehr viel, aber es ist ein Zubrot. Ich muss es allerdings auch noch versteuern, denn hier im Norden, in Norwegen und auch in Schweden gibt es keinen steuerfreien monatlichen Grundbetrag, so wie in Deutschland. Ja, da mag sich dann nochmal jemand fragen, warum macht sie sich so viel Arbeit? Man möchte eben ein bisschen dazu beitragen, zum Lebensunterhalt, auch dann, wenn man keiner normalen Arbeit nachgehen kann. Und ich tue, was ich kann und spare vor allem mit der Selbstversorgung allerdings sehr viel Geld ein. Und wenn man das dann zusammenrechnet, was ich dort einspare und hiermit verdiene, dann kommt man vielleicht doch nochmal auf eine recht brauchbare Summe, denn ich habe ja kaum Ausgaben. Ich muss nicht zur Arbeit fahren. Und gerade was die Nahrung angeht, müssen wir ja kaum etwas dazu kaufen. So, für uns funktioniert es. Was YouTube angeht, ist es natürlich nicht so, dass jeder dann krank ist und keine andere Wahl hat, von zu Hause aus zu arbeiten. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, warum man von zu Hause aus arbeiten möchte oder muss. Zum Beispiel hat man mehrere Kinder und entscheidet sich bewusst dafür, zu Hause zu bleiben und für die Kinder da zu sein. Der Partner, je nachdem, Mann oder Frau, geht arbeiten und verdient den Hauptverdienst und man selber möchte nebenbei etwas machen. Und so gibt es halt verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Gründe, warum wir YouTuber, obwohl da nicht sehr viel bei abfällt, unsere Videos machen. Und dann ist es natürlich so, es macht halt auch Spaß. Also mir persönlich macht es Spaß und ich glaube, das geht anderen auch so. Und es ist für mich auch eine schöne Dokumentation, vor allem wenn es um die Selbstversorgung geht, im Nachhinein ein Jahr später zu sehen, was man alles geschafft hat. Denn man vergisst so schnell, was man alles gemacht hat im letzten Jahr. Und auf diese Art und Weise kann ich mir das immer wieder zurückholen und stolz auf mich sein, was ich auch bin.
In diesem Sinne werdet ihr mich also auch weiterhin sehen können. Wer meine Weg ins Glück Videos gerne ohne die YouTube-Werbung sehen möchte, kann das auf meinem Patreon-Kanal, auf meiner Patreon-Seite tun. Und ich würde wissen gerne, ob es hier auch Bedarf gibt. Ich habe ja nur Werbung am Anfang und am Ende, YouTube-Werbung. Sollte es hier tatsächlich auch Bedarf geben, dass ich diese bei Patreon hochlade, werbefrei, und dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also bei Patreon kostet es dann 5 € für euch im Monat. Und dann könntet ihr meine Videos YouTube werbefrei ansehen. Plus, dass ihr mich natürlich dann auch unterstützt damit. Das ist klar. Und es gibt bei Patreon, lade ich auch noch ganz andere Inhalte hoch, die es nur für meine Patrons auf Patreon gibt. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Und hoffe, dass euch mein kleiner Einblick hinter die Kulissen dieses Mal gefallen hat. Nächstes Mal gibt es eine Zusammenfassung des letzten Jahres für euch, ein Jahresrückblick, und vielen Dank fürs Zuschauen.